Wir lieben ja das Ende der Saison, hat so viele Vorteile. Ja, aber manchmal halt auch Nachteile, so wie hier zum Castello führen halt 3 Rolltreppen hoch, aber leider sind die jetzt alle aus und man muss dann doch zu Fuß hochlaufen. Viele, viele Stunden, ja. The secret to yourself. The secret to yourself. And I hope that you're from my own flesh and blood. Gave you life, I raised you up. Taught you walk, I taught you speak. Told you silence so you'd keep. And I hope that yourself. to yourself. The secret to yourself. Stand here and I you still see it right close and cold. Die nächsten 3 historischen Stätten hier in Alcobaça, in Batalha und in Tomar, alle im Rang eines Weltkulturerbes, kann man per Kombi-Ticket für 15 € besuchen. Einzelpreis wäre 6 €, man spart also 3 € und da sich alle 3 definitiv lohnen, macht das Kombi-Ticket auf jeden Fall Sinn.
Take me out of the cold. Take me out of the dark. Spent our last night drinking whiskey and singing songs. We stayed up until the dawn came, calling for us, and we had to go. I took a plane, you got the last train home. Oh, pretty baby, if we could do it again, I would go where you go, where you go. Und für die Versorgung all der Mönche in Tomar wurde einst dieses gigantische Aquädukt errichtet, um die Mönche mit Wasser zu versorgen. Für uns heutzutage coole Sache, weil man kann das sogar begehen. Wenn man, so wie ich, mit zunehmendem Alter etwas Höhenangst hat, dann ist es ganz schön scary, hier drauf zu laufen. Go.
Vor einigen Wochen erst waren wir in Lourdes und haben euch in dem Video dazu auch die Geschichte ein bisschen näher gebracht, warum Lourdes zu einem Wallfahrtsort wurde. Jetzt sind wir hier im kleinen Portugal, im kleinen Fatima, wo es die viertgrößte Kirche der Welt und den größten Kirchenplatz der Welt zu bewundern gibt. Und wie ist das Ganze entstanden? Wieder mal aus heutiger Sicht, zumindest für uns, ziemlich absurd. 1917 ist die Jungfrau Maria 3 Hirtenkindern erschienen, immer am 13. Und natürlich zog das dann die Aufmerksamkeit auf sich. Es wurden immer mehr Leute, die sich das Ganze angeschaut haben. Und dann war es irgendwann mal so, dass als die 3 Hirtenkinder wieder die Jungfrau Maria gesehen haben und viele andere Menschen zugegen waren, es ein Wunder gab, die Sonne rotierte wie ein Feuerball. Und seitdem ist das hier halt ein besonderer Ort. Selbst Johannes Paul II., der Papst, war gleich 3-mal hier und führt das Überleben des Attentates darauf zurück, dass ja, die Heilige hier von Fatima ihn gerettet hat. Jeder wie er will. Die viertgrößte Kirche der Welt, das ist übrigens nicht die kleine da, sondern vielmehr das unscheinbare flache Gebäude da hinter uns. 6.800 Gläubige finden da drinnen Platz. Jeder soll glauben, was er will, für uns trotzdem schwer zu verstehen. Auch hierher pilgern Todgeweihte und hoffen, wieder gesund zu werden. Und auf Knien wird hierher gerutscht, meistens am 12. und 13., weil damals ja zu diesem Termin die Jungfrau erschien, aber anscheinend auch mitten im Monat, wie ihr hier sehen könnt. Ganz ehrlich zu sein, ein bisschen bin ich erschüttert, wenn ich das hier sehe. Die rutschen hier dutzendweise auf Knien durch die Gegend und Geld wird wieder gemacht. Im Hintergrund, vielleicht kann man es erahnen, stehen die Leute mit langen Stöckern und Kerzen in der Hand, um sie dann, nachdem sie eine halbe Stunde in der Schlange gestanden haben, anzuzünden und dann gleich wieder wegzuschmeißen. Selbst ökologisch gesehen, ziemlicher Schwachsinn. Recht nahe an Fatima gelegen, wetteifern in dieser Region gleich 3 Höhlen um die Gunst der Besucher. Alle 3 besuchen ist irgendwie dann auch nicht so sinnvoll. Wir haben uns letztlich für diese hier entschieden, die als die größte gilt, und schauen wir mal. Surprise, surprise! Wir grüßen euch vom südlichsten Zipfel Spaniens mit Blick in Richtung Afrika. Kann man wunderbar am Horizont sehen. Wir grüßen aus Tarifa.
Ja, das ist eine kleine Überraschung für diejenigen, die jetzt nicht zum ersten Mal ein Video von uns sehen. Die werden alle sagen, hä, wollten die beiden nicht bis März, April durch Portugal reisen? Ja, wollten die beiden, aber manchmal kommt es anders, als man geplant hat. Aber das kann am besten Steffi erzählen. Ja, diejenigen, die uns schon länger folgen, wissen, dass wir letztes Jahr aufgrund Probleme mit meinem rechten Knie die Reise abbrechen mussten. Und surprise, surprise, dieses Jahr habe ich Probleme mit dem linken Knie. Symptomatik ist im Prinzip alles fast gleich wie letztes Mal, mit dem Unterschied, das Knie fing halt an weh zu tun. Da haben wir eigentlich gar nicht viel gemacht. Wir hatten ja die Tour nach Portugal, wo wir ja mehr oder weniger 5 Tage nur Auto gefahren sind. Dann hatten wir ja auch gar nicht große Wanderungen oder sonstige Sachen gemacht, sondern eher nur ein bisschen durch die Städte gelaufen, und irgendwann fing das Knie an weh zu tun, und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich kaum noch laufen konnte. Und deswegen haben wir halt irgendwann gesagt, okay, in Portugal, wir machen jetzt mal einen Cut, damit sich das Knie beruhigen kann. Hat sich aber eigentlich gar nichts getan, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, fahren wir zurück nach Deutschland oder entscheiden wir uns erstmal jetzt in der Ferienwohnung, das noch ein bisschen auszusitzen. Ja, und bald ist ja Weihnachten, insofern sage ich jetzt zum 3. Mal Surprise, Surprise. Wenn es dann mal schlecht läuft, dann läuft irgendwie auch alles schief. Wir haben ja 14 Tage Zeit gehabt, als wir in Portugal nur noch im Wohnmobil saßen und haben wirklich hunderte von Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Spanien und in Portugal uns angeschaut bei Airbnb und so weiter und uns letztlich mit gutem Gefühl für das Objekt hier entschieden. Die Wohnung an sich ist eigentlich auch gut und so wie auf den Fotos dargestellt, aber die große Achillesferse, es ist ein Nordbalkon, und zwar wirklich so ein Nordbalkon, dass hier nicht eine einzige Sekunde Sonne auf dem Balkon ist, und wir haben so täglich so um die 15 Grad und es ist immer ein frischer Wind, und viel länger als jetzt für die Aufnahme hält man das hier auf dem Balkon leider nicht aus. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Wir können nichts machen, wir können im Grunde mit Steffis Knie nicht raus. Das heißt, wir sitzen 24 Stunden hier in dem Apartment und haben natürlich gehofft, dass wir davon ein paar Stunden am Tag auf dem Balkon in der Sonne sitzen könnten. Das war aber leider nichts. Das ist ziemlich frustrierend, und zu einem Überfluss. Die Vormieter haben anscheinend irgendwie die Auflagen für die Balkonmöbel versaut. So wurde uns zumindest gesagt. Und wir sind jetzt eine Woche hier, und seit einer Woche warten wir vergeblich darauf, dass da neue Sachen geliefert werden. Und jetzt sitzen wir hier so auf Holzbänken, auf denen man ohnehin nicht länger als eine Viertelstunde sitzen kann. Also der Balkon ist doppelt unnutzbar, und das ist natürlich extrem frustrierend. Das Ganze ist jetzt gemietet bis Anfang Januar in der Hoffnung, dass das mit dem Bein irgendwie doch noch was wird, aber die Hoffnung ist relativ gering. Wenn dann doch, dann entscheiden wir, ob wir weiterreisen, und wenn nicht, am 2. Januar müssen wir hier raus, und entweder mieten wir dann das nächste Objekt. Nach der Erfahrung jetzt mit dem Balkon hier werden wir uns bei der Suche aber noch schwerer tun, oder wir müssen halt zum 2. Mal nach dem letzten Jahr in den sauren Apfel beißen und sagen, es geht wieder zurück nach Deutschland, und ja, das werden die nächsten Tage zeigen, aber schön ist das alles gerade nicht. Wir nutzen jetzt einfach noch die Gelegenheit, bedanken uns bei euch, dass ihr bisher dabei wart, und wünschen euch einfach auch schon mal schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch, weil vor Januar sehen wir uns ja auf gar keinen Fall wieder. Tschüss.